Wir arbeiten heute nochmal mit der variablen Quertrennwand Krone Isowall. Diesmal aber ergänzt um eine fest installierte Längstrennwand im anspruchsvollen Kontext Multitemp. Wenn also nicht nur in der vorderen Zweidrittelkammer mit der Stirnwandkältemaschine definierte Temperaturen eingestellt werden sollen, sondern auch in der schmalen rechten Kammer mit einem zusätzlichen Deckenverdampfer und im Heck des Fahrzeugs Trockenfracht Platz findet. Und dazwischen steht die Krone Isowall, selbstverständlich ATP zertifiziert, und trennt die gekühlten von den nicht gekühlten Temperaturbereichen. Wenn die Zweidrittelkammer dann zum Beispiel mit TK-Fisch fertig beladen ist, wird der Tiefkühlbereich mit der Isowall abgetrennt. Und deren großer Vorteil ist, dass sie senkrecht stehend noch verschoben werden kann bis exakt an die hinteren Reihen der Tiefkühlpaletten heran und erst dann verriegelt wird. Wenn dann anschließend das Fahrzeug mit Trockenfracht beladen wird und die Quertrennwand entsprechend häufig und heftig angefahren wird, so ist sie dennoch weitestgehend vor Beschädigungen geschützt, da sie sich gegen die TK-Paletten abstützt. Wäre dort ein Hohlraum, wäre das Beschädigungsrisiko ungleich größer. Aber ob nun Singletemp oder Multitemp, bitte zwingend den leeren Coolliner auf die gewünschte Transporttemperatur vorkühlen, denn ansonsten gingen der Ware aus dem Kühlhaus schnell wertvolle Temperaturreserven verloren. Und auf keinen Fall die Kältemaschine laufen lassen, wenn die Türen geöffnet sind. Denn dann würden speziell im Sommer große Mengen feuchter Außenluft angesaugt und binnen Minuten den Verdampfer stark vereisen. Und mit zunehmender Vereisung des Verdampfers reduziert sich dessen Kälteleistung, und zwar so lange, bis er schließlich enteist werden muss. Das hinterlässt zwar erlaubte, aber unschöne Peaks auf dem Temperaturschreiber. Aber auch das ist kein wirkliches Problem, da die nunmehr serienmäßig verbaute Krone Telematik selbstverständlich den gesamten ansonsten lupenreinen Temperaturverlauf dokumentiert und visualisiert.